Willkommen zum Videotutorial über die Einkommensteuererklärung. Ich werde Ihnen am Beispiel von Dr. Franz Schneider zeigen, wie die anonyme Einkommensteuererklärung für 2006 anhand von Finanz Online durchzuführen ist. Dazu gebe ich zuerst eine kurze Einführung über die Einkommenssituation von Herrn Schneider, bevor wir die Daten dann online eingeben. Herr Schneider wohnt in der Beatrixgasse in Wien und ist seit 23 Jahren glücklich verheiratet. Hier sehen Sie auch seine Versicherungsnummer und seine Telefonnummer. Diese Daten sind beim Finanzamt hinterlegt. Er und seine Frau Gertrude haben 2 Kinder, für die sie Familienbeihilfe beziehen. Herr Schneider bezieht den Alleinverdienerabsetzbetrag, kurz AVAB, hat aber keine Bezüge aus der gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung. Betrachten wir nun die Einkommenssituation von Herrn Schneider. Herr Schneider besitzt einen Gewerbebetrieb und ist Einzelunternehmer. Dabei verdiente er erst 2006 25.115 €. Gewinnmindernd wirken sich ein externer Bildungsfreibetrag von 907,40 € und eine Vorsorge für Abfertigungen von 1.722 € aus. Aus dem Kapitalvermögen erhält Herr Schneider 5.290 € aus Gewinnanteilen als echter stiller Gewerkschafter, wovon 1.322 € Kapitalertragssteuer einbehalten werden. Für ein gewährtes Privatdarlehen erhält er 784,40 € Zinsen. Gertrude, seine Gattin, bezieht keine AVAB, dafür bezieht sie die Familienbeihilfe. Herr Schneider hat ein Grundstück in Bruck an der Leitha vermietet, aus dessen Verpachtung er 2.670,70 € Verluste erwirtschaftet. Insgesamt hat Herr Schneider Einkünfte von 73.304,90 €. Als Sonderausgaben müssen wir die Lebensversicherung von Herrn Schneider berücksichtigen, die Prämie für die Zusatzkrankenversicherung und eine Darlehensrückzahlung inklusive Zinsen für sein Eigenheim. Dazu kommen Aufwendungen für den Erwerb von steuerbegünstigten Wandelanleihen und entrichtete Kirchenbeiträge. Eine außergewöhnliche Belastung ist seine Frau, die mit 2.416,80 € Krankheitskosten und 3.108 € Kurkosten zu Buche schlägt. Zum Eingeben der Daten müssen wir auf die Internetseite von Finanz Online. Starten Sie also den Browser und geben Sie die Adresse finanzonline.bmf.gv.at ein. Finanz Online deckt die verschiedensten Finanzaktivitäten ab. Wir beschränken uns aber auf die Einkommensteuererklärung. Den Link zur anonymen Steuerberechnung finden Sie ganz unten auf der Seite. Nun ist die Art der Steuererklärung zu wählen. Neben der Einkommensteuererklärung sind das unter anderem auch die Umsatzsteuererklärung und die Körperschaftssteuererklärung. Wir wählen die Einkommensteuererklärung und geben darunter das Jahr ein, für das die Erklärung gemacht werden soll, also 2006. Weiter unten gibt es noch die Möglichkeiten zur Vorberechnung verschiedener Steuern, dies werden wir allerdings nicht benötigen. Mit einem Klick auf Weiter kommen wir zur Dateneingabe. Hier werden die verschiedensten Angaben zur Einkommensteuererklärung eingegeben. Listenpunkte mit einem Pfeil links sind erweiterbar und enthalten detailliertere Unterpunkte. Zum Eingeben von Daten klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche rechts von jedem Menüpunkt. Wir beginnen mit den allgemeinen Daten. Hier müssen wir nun den Punkt Alleinverdienerabsetzbetrag beachten. Da Herr Schneider diesen in Anspruch nimmt, setzen wir einen Haken. Außerdem geben wir noch die Zahl der Kinder ein, also 2. Zum Zwischenspeichern der Daten klicken wir am Ende der Seite auf Weiter. Auf der Übersichtsseite sehen Sie nun, dass neben dem Punkt Allgemeine Daten der Text Daten wurden eingegeben erscheint. Dies ist eine Bestätigung für Sie, damit Sie leicht erkennen können, welche Daten Sie bereits eingegeben haben. Fahren wir mit den betrieblichen Einkunftsarten fort. Um die Unterpunkte sehen zu können, klicken wir auf die Überschrift. Die einzelnen Unterpunkte können hier wieder ausgeklappt werden, je nach den zu versteuernden Einkünften. Für Herrn Schneider benötigen wir die Kategorie Einkünfte aus Gewerbebetrieb, wo wir gleich den ersten Punkt bearbeiten. Herr Schneider erzielte 25.115 € aus seinem Betrieb, die wir hier eintragen. Mit einem Klick auf Weiter werden die Daten wiederum übernommen. Weiter geht es mit den Begünstigungen.
Hier haben wir einen externen Bildungsfreibetrag von 907,40 € und eine Vorsorge für Abfertigungen von 1722 €. Ein Klick auf Weiter bringt uns zurück zur Übersicht. Wir klappen nun die Kategorie Außerbetriebliche Einkunftsarten auf, in der wir mit den Einkünften aus Kapitalvermögen beginnen. Herr Schneider hat 5.290 € Kapitalerträge als stiller Gewerkschafter und muss davon 1.322,50 € Käst zahlen. 784,50 € Zinsen für das gewährte Darlehen unterliegen keinem Steuerabzug. Am Ende der Seite klicken wir wieder auf Weiter. Kommen wir nun zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Wir klappen die Kategorie aus und klicken bei den Verlusten auf Bearbeiten. Die 2.670,70 € Verluste aus dem Grundstück in Bruck an der Leitha tragen wir hier ein und klicken auf Weiter. Es geht weiter zu den Sonderausgaben. Die Summe der Versicherungsprämien müssen wir vor dem Eintragen zusammenrechnen. Wir starten also den Rechner und rechnen die Lebensversicherung von Herrn Schneider und die Zusatzkrankenversicherung zusammen. Die Summe von 4.373,50 € tragen wir in das Feld ein. Darunter kommen die Rückzahlung für das Darlehen des Eigenheims und die Aufwendungen für Wandelanleihen. Auch den Kirchenbeitrag tippen wir in das vorgesehene Feld. Der Klick auf Weiter speichert die Daten. Zuletzt kümmern wir uns um die außergewöhnlichen Belastungen. Wir klappen das Menü aus und klicken bei den allgemeinen außergewöhnlichen Belastungen auf Bearbeiten. Auf dieser Seite tragen wir die Krankheitskosten und die Kurkosten von Gertrude ein. Ein Klick auf Weiter bringt uns zur Übersicht. Nachdem wir nun alle Daten eingegeben haben, können wir zur Kontrolle den Datenkorb anzeigen. Dieser enthält alle Daten, die wir im Laufe der Einkommensteuererklärung eingegeben haben. Hier kontrollieren wir noch einmal alle eingegebenen Daten auf Tippfehler und kehren dann durch Klick auf die Schaltfläche ganz unten zur Übersicht zurück. Nachdem wir uns vergewissert haben, dass alle Daten richtig sind, scrollen wir zum Ende der Übersichtsseite und berechnen dort das voraussichtliche Ergebnis. Nun erscheint in einem roten Rahmen der voraussichtlich noch zu bezahlende Betrag oder eine Rückerstattung. Herr Schneider hat in unserem Beispiel noch 5.518,22 € nachzubezahlen.